Moin Leute und willkommen zum 5. Teil des Transporterausbaus. In diesem Video geht es um den Einbau der Klimaanlage und einer Steckdose unter der Markise. Solltet ihr Interesse an weiteren Ausbauvideos haben, dann gerne abonnieren, hier folgen noch weitere Videos und falls dieses Video euch gefällt, dann gerne natürlich auch einen Daumen hoch da lassen. Ich freue mich über jeden Kommentar und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Bei der Klimaanlage, die wir verbauen möchten, handelt es sich um die Dometic FreshJet 2200. Die Klimaanlage kann nicht nur kühlen, sondern auch heizen und dient gleichzeitig als Luftentfeuchter. Bei der Positionierung haben wir darauf geachtet, dass die Klimaanlage nicht direkt über dem Bett ist, jedoch der Luftstrom nicht durch die Schränke in Richtung Schlafplatz unterbrochen wird. So bekommt man einen Luftzug ab, ohne sich gegebenenfalls direkt zu erkälten. Zudem sollte die Positionierung den Solarplatten genügend Raum auf dem Dach geben, daher haben wir die mitgelieferte Skizze auf dem Dach ausgelegt und hatten schnell einen Platz gefunden. Nachdem alles abgemessen war und darauf geachtet wurde, dass die Holme nicht im Weg sind, haben wir die ersten 2 Löcher gebohrt. Dort ist uns ein Missgeschick passiert. Wir hatten einen Punkt angezeichnet, gekörnt und gebohrt, doch es stellte sich raus, dass anstatt dem gezeichneten Punkt einen anderen Fleck als diesen gekörnt haben und somit ein falsches Loch gebohrt haben. Glücklicherweise war dieser im Bereich, den wir ausschneiden wollten. Wie ihr sehen könnt, haben wir die Skizze genommen, um die Positionierung der 2 weiteren Löcher leicht zu machen. Somit konnten wir ohne Fehler abmessen die weiteren Löcher bohren. Ganz wichtig, nach dem Bohren die Späne beseitigen. Diese können sich in Kanten festsetzen und beginnen als sogenannten Flugrost zu rosten. Kann es vorkommen, dass euer Dach rostet, von daher lieber einmal mehr saugen. Die Ecken hatten leicht erweiterte Rundungen, daher musste hier mit einem größeren Bohrer nachgebohrt werden. Als nächstes konnten wir die Geraden mit der Stichsäge und einem Metallsägeblatt ausschneiden. Hierbei empfiehlt es sich, dass eine weitere Person mit einem Holzkeil das Blech von unten hochdrückt. So kann sich das Blech nicht so extrem aufschwingen und das Sägen wird erleichtert. Das Loch für die Klimaanlage ist gesägt. Wie immer geht es weiter nach dem Sägen mit dem Abschleifen, Saugen, Reinigen, Primer sprühen und nachdem alles gut abgetrocknet ist, mit dem Lack. Nachdem alles abgetrocknet war, wurde es Zeit, die Klimaanlage zu positionieren. Diese ist nicht gerade so leicht, von daher war es gut, dass wir hier Hilfe von den Eltern hatten. So sieht die Klimaanlage von unten aus. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, wie wir das Ganze dichten. Doch dort ist die Klimaanlage gut ausgestattet. Rundherum ist ein ca. 2 cm dicker Dichtungsring, der auch die Einbuchtung des Daches gut abdichtet. Doch um auf Nummer sicher zu gehen, werdet ihr gleich sehen, dass wir hier noch eine Menge mit Sikaflex abgedichtet haben. Der Zuschauer Lars Hensen hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die Ausbuchtungen in der Regel nicht nur mit Sikaflex ausgefüllt werden sollten, da Sikaflex lediglich eine Siegenhöhe von maximal 1 cm abdichtet. Dort hatten wir jedoch schon die Klimaanlage und die Fenster verbaut. Vielen Dank erstmal für den Tipp und ich glaube, bei dem Fenster müssen wir dort wirklich nacharbeiten. Bei der Klimaanlage ist es jedoch so, dass der Dichtungsring auch die Siegen gut ausfüllt. Daher glaube ich, dass wir hier kein Problem haben sollten. Dass wir über die Kommentare Tipps zur besseren Umsetzung bekommen haben, macht echt Spaß. Und ich hoffe, dass wir den ein oder anderen Fehler vorzeitig aufdecken, damit ihr bei eurer Umsetzung diese Probleme mitbedenken könnt. Von daher vielen Dank für den Einsatz in den Kommentaren. Wie ihr hier in diesem Videomaterial sehen könnt, braucht man hier ein paar mehr Hände. Danke hier nochmals an meine Eltern, die extrem lange diese Klimaanlage hochhalten mussten, damit ich auch die passenden Aufnahmen machen konnte. Damit Sikaflex auch wirklich überall gut abdichtet, haben wir hier sogar mit dem Finger noch nachgeholfen und das Ganze in die Fugen gedrückt.
Wie bei den Fenstern auch, muss ein Holzrahmen vorgefertigt werden. Die Maße stehen soweit in der Anleitung, jedoch haben wir hiervon leider kein Videomaterial. Wichtig dabei ist natürlich, dass die Kabel auch durchgeführt werden können und vor dem Verbau alles einmal angehalten wird, damit auch die Durchführung der Kabel nirgends blockiert. Und auch dieser Rahmen wurde mit Sikaflex verklebt, die Siken wurden aufgefüllt und abgedichtet. Damit sich die Klimaanlage auch an das Blech zieht, muss das Verdeck von unten an den Holzrahmen angebracht werden, bedeutet Kabel anschließen und das Ganze festschrauben. Die Verdrahtung ist gut erkenntlich in der Anleitung zu sehen. Die Schrauben gehen vom Verdeck aus bis zur Klimaanlage auf dem Dach. Mit dem Anziehen der Schrauben drückt sich die Klimaanlage und der Holzrahmen an das Blech und Sikaflex verteilt sich durch den Druck in die Fugen. Dann nur noch die Blende einsetzen und das Ganze testen. Der Ausflusswinkel der Luftkanäle kann durch eine einfache Mechanik angepasst werden. Und da wir die Klimaanlage schon in Kroatien in Betrieb hatten, kann ich diese nur empfehlen. Mit der Automatikfunktion war die Klimaanlage relativ leise und man hatte diese nur nach Bedarf am Laufen. Der Raum wurde zügig abgekühlt und wir hatten nichts zu kritisieren. Dementsprechend eine absolute Kaufempfehlung. Kommen wir jetzt zur Außensteckdose. Wenn wir auf einem Platz stehen, an dem wir Strom haben, würden wir gerne unsere Induktionsplatte nutzen, um nicht unnötig ein Kabel durch die Tür führen zu müssen, wollten wir hier eine Außensteckdose. Bei der Positionierung muss natürlich darauf geachtet werden, dass wir die Tür dabei nicht blockieren. Wir haben uns hier für eine Position entschieden, diese angezeichnet, vorgebohrt und das Ganze mit der Stichsäge ausgeschnitten. Hierbei haben wir leider vergessen, das Ganze abzukleben, um Kratzer im Lack vorzubeugen. Glücklicherweise waren nach der Reinigung keine Kratzer zu sehen, man sollte es jedoch lieber machen. Wie auch hier wieder muss das offene Metall vor Rost geschützt werden, also Primer drauf, das Ganze trocknen lassen und dann wieder mit Lack übersprühen. Um die Schraubungen vorzubohren, haben wir den Dichtungseinsatz der Steckdose eingesetzt, die Löcher angezeichnet und die einzelnen Markierungen vorgebohrt. Somit kann das Kabel durch die Dichtung gezogen und mit der Steckdose verkabelt werden. Wir haben hier am Kabelende ein Stück Kabelbinder drumherum gemacht, welches als Zugentlastung dienen soll, für den Fall, dass von innen am Kabel gezogen wird. Die Steckdose an sich sollte eigentlich schon ausreichend abdichten, jedoch sind wir hier auf Nummer sicher gegangen und haben etwas Sikaflex aufgetragen. Nur noch die Schrauben festziehen und fertig ist das Ganze. Am besten mit dem Akkuschrauber vorschrauben und mit dem Schraubenzieher händisch festziehen, damit die Schrauben nicht eventuell durchdrehen und den Halt verlieren. Ja, und das war's schon wieder für dieses Video. Im nächsten Video zeige ich euch, wie wir die Dachkonstruktion entworfen und die Solarpanel angebracht haben. Also um die nächsten Videos nicht zu verpassen, gerne abonnieren. Natürlich freue ich mich auch persönlich über einen Daumen hoch und das zeigt mir natürlich, dass die Arbeit mit diesen Videos den einen oder anderen interessieren und nicht ganz unnütz sind. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.